Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute wollen wir uns einmal genauer anschauen, wie der Kaiju-Klassiker Frankenstein Zweikampf der Giganten von 1966 entstanden ist. Dieser Film ist eine Besonderheit des gesamten Kaiju-Genres. Wie bereits ein Jahr zuvor mit Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht ist dieses Werk eine Kombination zwischen klassischem Kaiju-Eiga und dem Horrorgenre. Doch dieser Beitrag zeigt deutlich mehr Elemente aus dem Bereich des Horrors als sein Vorgänger. Es sieht so aus, als ob diese Löcher von Zähnen stammen. Eine Möglichkeit, warum dieser Film sich so drastisch von früheren Werken absetzt, ist die Tatsache, dass das Zugpferd des Kaiju-Eiga, Godzilla, mehr und mehr an Familienunterhaltung herangeführt wird. Der erste Godzilla war ein Meilenstein und Schwergewicht des japanischen Kinos insgesamt. Auch nachfolgende Produktionen hatten kein Interesse, familienfreundliche Unterhaltung zu sein. Diese Filme waren für Erwachsene produziert. Doch mit dem ersten Mothra-Film von 1961 wurde erstmals eine Märchenversion im Kaiju-Eiga produziert, das auch wirklich gut gelungen ist. 1964 kombinierte man den zerstörerischen Godzilla mit Mothras Märchenscharme. Herausgekommen ist mit Godzilla und die Urweltraupen ebenfalls ein sehr gelungener Klassiker des Genres. Im Nachfolger Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah wurden die Kämpfe beinahe komplett als Slapstick gezeigt und im Befehl aus dem Dunkel führte Godzilla sogar einen Siegestanz durch. Ende 1965 erschien auch die Riesenschildkröte Gamera des Filmstudios der Ace in den Kinos und hatte im Mittelpunkt der Geschichte einen kleinen Jungen, der für Gamera Partei ergreift. Die Entwicklung des Genres lief somit auf familienfreundliche Unterhaltung hinaus. Eine Entwicklung, die Regisseur Ishiro Honda aus kreativen Gründen ablehnte. Für ihn symbolisierten die riesigen Lebewesen, welche er meisterhaft mit Spezialeffekte-Regisseur Eiji Tsuburaya in Szene setzen konnte, andere Themen als nur infantile Unterhaltung. Daher lehnte es Honda ab, nach Befehl aus dem Dunkel den nächsten Godzilla-Film zu drehen. Er wollte sich weiterhin den ernsteren Projekten widmen. Honda hatte seit 1954 bis 1966 unglaubliche 18 Filme des Genres inszeniert. Aus künstlerischer Sicht hatte er natürlich auch Lust auf andere Projekte. Doch seine Erfolge waren Fluch und Segen zugleich. Weil sie eben so gut ankamen, wurde er von der Toho verpflichtet, sich auf das Kaiju-Genre zu spezialisieren und erhielt nur wenig andere Produktionsangebote. Mit Zweikampf der Giganten präsentiert Honda nun das komplette Gegenteil zur damaligen Godzilla-Reihe. Honda verpflichtete sich nämlich, ein Sequel zu Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht zu drehen. Doch er wollte keine zusammenhängende Geschichte zwischen den beiden Teilen. Beide sollten für sich selbst stehen. Der Film basiert auf einer mittelalterlichen Legende namens Umihiko und Yamahiko. Übersetzt bedeutet es der Junge aus dem Meer und der Junge aus den Bergen, in dem zwei Brüder der Kern sind. Umihiko, der ältere Bruder, lebt von den Erträgen des Meeres. Yamahiko, der Jüngere, lebt von den Bergen. Allerdings wurden die Rollen im Film dann vertauscht. Als erstes wurde Thunder im Labor erschaffen, also der ältere Bruder, der später in den Bergen lebt. Dadurch, dass Zellen ins Wasser gespült wurden, entstand der jüngere Bruder Gaira aus dem Wasser. Bevor die beiden Kaijin ihren Namen bekamen, hießen sie aber auch noch im Skript Frankenstein des Meeres und Frankenstein der Berge. Im ersten Entwurf wurde das Projekt noch als Frankenstein-Brüder gehandelt, dann zu Kampf der Frankensteins und letztlich wurde er im Juli 1966 final in Frankensteins Monster Thunder vs. Gaira geändert. Der Name des aus dem Meer stammenden Gaira lehnt sich an das japanische Wort Kai an, was Ozean oder Meer bedeutet, und der in den Bergen lebende Thunder hat seinen Ursprung aus dem Namen Sun, was Berge heißt. In einem der ersten Entwürfe war Gaira grau und Thunder weiß. Warum sich final für die grüne und braune Farbe entschieden wurde, ist nicht überliefert. Jedoch passen die beiden Farben zu dem unmittelbaren natürlichen Lebensraum der beiden, wo sie sich besser verstecken können. Mit diesem Werk gingen die Filmemacher einen für den Kaiju-Eiga sehr gewagten Weg. Denn Gewaltszenen werden hier bewusst mehr gezeigt als vorher. Drehbuchschreiber Takeshi Kimura, der für die ernsteren Projekte zuständig war, kreierte ein bewusst einfaches Gut-gegen-Böse-Schema. Kimura trat ab hier übrigens im Intro mit seinem Pseudonym Kaoru Mabuchi auf. Nicht zu vergessen sollte man auch den amerikanischen Drehbuchschreiber Roy Berkowitz, der ebenfalls im Zuge der Zusammenarbeit von Toho und westlichen Filmstudios an dem Skript mitarbeitete. Dass hier weitaus mehr Horrorelemente zu sehen sind, wurde ja schon erwähnt.
Aber das Interessante ist, wie gut diese hier umgesetzt werden. Dieses Feeling zieht sich komplett im ganzen Film durch. Zu Anfang sehen wir die sehr gut inszenierte Gewitternacht und die wirklich exzellenten Ausleuchtungen der Sets geben dem Film extrem viel Stimmung. Man denke nur an die Szene, als Dr. Stewart die Vorhänge öffnet und über Tokio die Lichter erleuchten. Einheiten des Heeres, der Marine und der Luftwaffe wurden in Alarmzustand versetzt. Alle Städte zwischen Tokio und Yokohama werden gebeten, alle Lichter brennen zu lassen, bis der Ausnahmezustand... Hier wird eine Szene gezeigt, die im Kaiju-Eiga-Genre wahrscheinlich einmalig ist. Als Gaira an Tokios Flughafen Haneda auftaucht, greift er an den Tower und schnappt sich eine Frau, die er sich dann offscreen einverleibt, aber onscreen zerkaut und anschließend Blumen ausspuckt. Diese Szene ist wirklich harter Tobak und ist die Spitze der Brutalität des Films. Der braune Thunder, einst von Menschenhand im Labor kreiert, wird von Akemi mütterlich betreut und aufgezogen. Seine Bindung zu Menschen ist daher positiv und er wird später im Kampf gegen Gaira für sie Partei ergreifen. Warum er aus dem Labor floh und angeblich am Fuji-Zahn ums Leben kam, wurde nicht erklärt. Möglicherweise ist es ein Verweis auf den Vorgänger, da ja dort Frankenstein am Fuji ebenfalls starb. Seitdem hält sich Thunder in den Bergen versteckt. Der grüne Gaira entstand dadurch, dass die unverwüstlichen Zellen von Thunder durch einen Fluss ins Meer gespült wurden. Die Zellen erneuerten sich und daraus erwuchs Gaira, dessen Lebensraum das Meer wurde. Im Film wird auch immer wieder mal der Biwa-See erwähnt, der in Kyoto liegt. Dort liegt auch das Labor des Teams. Der Charakter der beiden könnte unterschiedlicher nicht sein. Es ist zwar klassisch das Gute gegen das Böse, jedoch mit tiefem Subtext. Thunder wurde von den Menschen erschaffen und großgezogen. Gaira entstand durch verloren gegangene Zellen im Wasser. Er wuchs in Dunkelheit und Einsamkeit auf und entwickelte sich zu einem grauenvollen Biest. Hier zeigt uns Regisseur Honda, was Menschlichkeit bedeutet. Thunder wuchs durch Nähe, Wärme und gute Erziehung zu einem gigantischen, aber trotz allem sanftmütigen Wesen heran. Gaira hingegen wuchs symbolisch gesagt in der Gosse auf und terrorisierte aufgrund seiner fehlenden Erziehung und des sich selbst Überlassens die Menschen. Gairas Aussehen ist auch grotesker als Thunders. Seine Nase ist deformiert und knubbelig. Er hat einen Unterbiss mit Stoßzähnen, während Thunders Gesicht relativ menschlich geformt ist. Gaira ist ein Mutant unter Mutanten. Hondas Botschaft ist auch hier ganz klar nach dem Motto Umgang formt den Charakter ausgerichtet. Wir Menschen haben es in der Hand, durch echte Menschlichkeit und Mitgefühl unsere eigene Spezies nicht verrohen zu lassen. Thunder ist größer und stärker als Gaira. Als sich Thunder sein Bein bei der Rettung Akemis brach, konnte er nicht mehr richtig kämpfen. Und da Gaira aber sehr viel aggressiver ist, war der Zweikampf der Giganten dadurch ausgeglichen. Thunder versuchte sogar während des Kampfes Gaira klarzumachen, damit aufzuhören. Thunder ist durch seine menschlichen Kontakte auch empathischer als Gaira. Als er ihn nach dem Angriff der Mesa-Kanonen rettet, kümmert er sich sogar um ihn. Die Kostüme der beiden befinden sich eindeutig auf den Kaiju Olymp. Es wurden für die Suit Actor nämlich äußerst bewegliche Ganzkörperanzüge angefertigt, in denen sie sich sehr frei bewegen konnten. Unter den Gesichtern der Kaijin können wir sogar die Augen der beiden sehen. Möglicherweise wurde das Zeigen der echten Augen der Suit Actor von der Ace Daimajin Trilogie inspiriert, da dort auch die Augen von dem Suit Actor Shikara Hashimoto zu sehen sind. Jedenfalls konnten Haru Nakajima und Hiroshi Sekida ihre Kämpfe besser choreografieren und das merkt man auch. Für Nakajima war aufgrund der besseren Beweglichkeit die Rolle von Gaira die beste seiner Karriere. Die Kämpfe sind zum Teil sehr gewalttätig und niemals komisch. Für Gairas Design war Tohl Narita verantwortlich, der von dem Wesen aus dem Film Der Schrecken vom Amazonas seine Inspiration zog. Eiji Tsuburaya soll ein großer Fan dieses Films gewesen sein. Die beiden Kaijin wurden wie viele Kostüme dieser Zeit von Taizo Toshimitsu und den Yagi-Brüdern gefertigt. Damit die beiden Riesen mächtiger wirken sollten, bekamen die Anzüge auch Schulterpolster von Football-Uniformen verpasst. Gerade bei Gaira kommt es gut zur Geltung. Sein aggressiver Charakter wird von Suit Actor Haru Nakajima wirklich gut rübergebracht. Gaira ist immer aggro und das nach oben ziehen seiner Schultern ist eine Drohgebärde, die manchmal auch ein wenig komisch aussieht. Für Nahaufnahmen wurde eine lebensgroße Hand konstruiert, in der Sängerin Kip Hamilton und Schauspielerin Kumi Mitsuno Platz fanden. Auch Regisseur Honda machte dort mal ein Päuschen.
Später wurde die Hand umgebaut und in King Kong, Frankensteins Sohn, als Hand von Kong genutzt. Die beiden Kaijin sind nur halb so groß wie Godzilla und die anderen Kaiju und daher konnte auch ein viel größerer Maßstab bei den Modellbauten genutzt werden. Und diese kann man aufgrund dessen vielleicht sogar als die besten der gesamten Showa-Reihe ansehen. Die Kulissen sind gigantisch und schön detailreich und der Wald wirkt noch viel besser als im Vorgänger. Für den Zuschauer ergibt sich einfach ein rundum tolles Bild, was hier präsentiert wird. Wenn man genau hinschaut, fallen einem auch coole Details auf. Als Gaira sich einem Dorf nähert, will er die Schweine fressen. Er beugt sich über sie und dabei sabbert er sogar. Doch das Hackfleisch wird ihm verwehrt, denn die Armee vertreibt ihn. Regisseur Honda selbst war von den Trickaufnahmen mehr als begeistert. Nachdem der Film fertig war und sich das Team den ersten Rohschnitt ansah, kam Honda zu Kulissenausstatter Yasuyuki Inoue. Er erinnert sich: Honda klopfte mir auf die Schulter und zeigte mir, wie zufrieden er war. Zu dem Zeitpunkt hatte die Abteilung für Bühnenbau 32 Mitarbeiter. Danach wurden wir auf 14 runtergesetzt. Ich denke, Honda war darüber mehr als schockiert. Die Aussage von Inoue lässt tief blicken und es sind die ersten Anzeichen dafür, inwieweit sich der Kaiju Eiga in den nächsten Jahren verändern wird. Um Kosten einzusparen, wurden bei verschiedenen Abteilungen Leute entlassen und aufgrund des Budgets wurden noch einige Einstellungen nicht gedreht. So sollte im Finale der Vulkan einen Großteil Tokios zerstören, was man dann gelassen hat. Neben Thunder und Gaira sehen wir auch hier wieder den gigantischen Oktopus. Er trat in die Rückkehr des King Kong und Frankenstein der Schreck mit dem Affengesicht auf und hat hier seinen letzten Einsatz. Und nun kommen wir zum Spezialeffektermeister Eiji Tsuburaya, denn dessen Kunst und Kreativität hat mit diesem Film auch einen absoluten Höhepunkt erreicht. Eines der richtigen Augenweiden im Kaiju Eiga-Genre sind die hier zum ersten Mal auftauchenden Typ 66 Maser Cannon. Die Maser sind ein System aus Laserstrahlen, welche durch einen kleinen Kernreaktor betrieben werden. Dieses System besteht aus Nahkampfgeschützen, welche auf dem Boden und auch im Wasser platziert werden können. Ein richtig cool ausgetüfteltes System. Als Hauptwaffen gelten aber die fahrbaren Maser-Kanonen. Ein Zugfahrzeug zieht das gewaltige Parabole-Strahlengeschütz, welches autark einen Strahl abfeuern kann. Der elektromagnetische Laserstrahl hat eine Stärke von 100.000 Volt. Die Kanonen waren im ersten Drehbuchentwurf gar nicht vorgesehen. Sie kamen auf einen Vorschlag von Ishiro Honda hinzu, damit der Anteil von Spezialeffekten gesteigert werden konnte und damit sie mehr Dramatik mit einbringen. Auch dadurch kann man wieder sehen, dass Hondas Herz wirklich für das Genre schlug. Einer der begabtesten Männer hinter der Kamera des Kaiju Eiga, nämlich Yasuyuki Inoue, war für die Gestaltung der Sets verantwortlich. Wer mehr über diesen tollen Mann erfahren möchte, sollte sich unbedingt die sehr schöne Doku Bringing Godzilla Down to Size hier auf YouTube anschauen. Hier zeigt er uns, wie der fantastische Wald gebaut wurde. Die Maser-Kanonen zählen zu den sogenannten Mecha des Genres. Dazu gehören allerlei Militärfahrzeuge, Raketen und riesige Roboter. Für dieses Mecha orientierte man sich an die in Buffet aus dem Dunkel zu sehenden Light Ray Gun Kanonen. Für die Maser gab es jeweils 2 1 Meter und 2 Meter lange Modelle. Wenn die Maser abfeuern, sieht man die Geschütztürme aufleuchten. Dieser Effekt wurde mit einem elektrisch aufgeladenen Draht animiert, die von Operateuren gesteuert wurde. Dass die Strahlen die Bäume zerschneiden, war übrigens eine Idee Tsuburayas. Und diese Szene, wie die Maser die Bäume abrasieren, ist so unglaublich cool gemacht und geschnitten, dass mich dies immer wieder fasziniert. Eine Besonderheit haben die Maser-Kanonen bis heute. Sie sind eines der wenigen Mecha, die ein Kaijin tödlich verletzen konnten. Auch das gehört zu dem ernsten Ton des Films. Als Gaira zuerst von den Panzern angegriffen wurde, verpuffte der Angriff regelrecht. Gaira wunderte sich zwar, was da gerade passiert, und war auch genervt, dass er plötzlich an seinen Zotteln brennt, doch der Angriff machte ihm nichts aus. Als die Maser schließlich fertig installiert wurden und ihn attackierten, wurde Gaira regelrecht hingerichtet. Ohne große Probleme feuerten die Maser auf ihn drauf und fügten ihm schwere Wunden zu. Hätte Thunder den Angriff nicht gestoppt, wäre Gaira getötet worden. Das offene Zeigen dieser blutüberströmten Wunden ist ebenfalls ein Zeichen für den harten Ton dieses Werkes. Ohne Zweifel gehören die Maser zu den coolsten Mecha des Genres überhaupt. Achtung! Achtung! Geschütze nur auf den Grünen richten! In der späteren Showa-Ära Godzillas werden diese als Stock-Footage-Aufnahmen von Zweikampf der Giganten mit eingefügt. Jedoch entwickelten die Filmemacher tatsächlich ein leicht abgeändertes Modell, welches auch ein anderer Typ Maser sein sollte. Man sieht in Frankensteins Höllenbrut den sogenannten Typ 70 Maser Cannon, der von Ghidorah zerstört wird. Und in der Heisei-Ära Godzillas gab es mehrere angelehnte Versionen von Kanonen der originalen Maser.
Erst in der fantastischen Kiryu-Saga 2002 und 2003 werden die eigentlichen Meser wieder reaktiviert. Denn hier gehört der Film Zweikampf der Giganten und noch viele andere Filme der Showa-Ära offiziell in den Godzilla-Kanon. Hier sehen die Meser wieder schön klassisch, aber auch frisch aufgepimpt aus. Das Militär wird hier mehr als glorifiziert dargestellt. Es wird gezeigt, wie Soldaten die Dorfbewohner schützen und wie sie für die Zivilbevölkerung da sein können. General Hashimoto, großartig gespielt von Jun Tazaki, überprüft mögliche Angriffsmöglichkeiten nicht einfach plump. Er muss abwägen zwischen der Eliminierung der beiden Riesen und Schutz der Bevölkerung. Wenn wir das Stromnetz abschalten und die Scheinwerfer aufs Meer richten, das müsste den Grünen auf jeden Fall weglocken. 10.000 Menschen sind in den U-Bahn-Schächten. Wenn wir denen den Strom abschalten, was dann? Das Selbstverständnis von Armeen ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Japan praktisch gleich. Beide Länder unterhalten Streitkräfte. Die deutsche Bundeswehr und die japanische Selbstverteidigungsarmee mussten ihre Rollen nach dem Krieg auch erst finden. Die Armeen haben im Laufe der Zeit immer mehr auch die Rolle des Zivilschutzes bekommen und nicht nur der reinen Landesverteidigung. In Deutschland zieht sich dieses Bild ab der Hamburger Flut 1962 bis hin zum Elbe-Hochwasser 2002 und 2013 und zur Ahrtal-Katastrophe 2021 hindurch. Die Streitkräfte besitzen nun einmal mehr Menschen und besseres Material, die bei solchen Ereignissen helfen können, und werden auch rangezogen. Ich will die Rolle von Streitkräften aber nicht bewerten. Das Militär geht hier zwar äußerst stringent gegen Gaira vor, doch ihre Haltung ist defensiv. Die Geschütztürme des Mesa-Systems müssen gut positioniert werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Und die großen Mesa-Kanonen sind im Kampf gegen Kaijins wie Gaira sehr effektiv. Doch im Kampf gegen echte Kaiju wie Godzilla oder Ghidorah können sie auch nichts ausrichten. Die Botschaft des Films ist aber der Umgang mit Genetik und Genexperimenten. Anfang der 1960er Jahre wurden bahnbrechende Erkenntnisse der Genetik gemacht. Marshall Nierenberg entschlüsselte den genetischen Code und neue Bereiche in der Molekularbiologie. Und Werner Aber entdeckte die Restriktionsenzyme. Mit diesen Enzymen lässt sich die DNA an bestimmten Stellen zerteilen. Man wusste also nun, wie die Erbsubstanz neu gestaltet werden kann. Ein bis heute sehr aktuelles Thema, und in vielen Staaten ist es gesetzlich geregelt. Thunder und Gaira repräsentieren wie üblich im Kaiju Eiga die Gefahr, die dahinter steckt. Die Genetik erschuf Thunder und aus ihm entwickelte sich Gaira. Doch durch den Beschuss der beiden würde eine Unmenge an Zellen verbreitet werden. Durch die Angriffe des Militärs würden daraus wiederum neue Kaijin entstehen. Diese Tatsache bringt Dr. Mamiya, gespielt von Kenshi Sahara, sehr gut rüber. Aber wenn diese Theorie richtig ist und die Armee zerschießt beide Ungeheuer zu Fetzen, dann entstehen doch daraus Millionen anderer. Und das könnte das Ende der Menschheit bedeuten, Herr General. Thunder und Gaira haben daher Zellen, die sich sehr schnell regenerieren können und auf ihre Umwelt reagieren. Im Film wird man Zeuge, wie wirksam diese Superzellen eigentlich sind. Gaira lebte in der dunklen Tiefsee und war gegen Sonnenlicht und Helligkeit allgemein sehr empfindlich. Durch den Beschuss der Mesa-Kanonen hat er diese Eigenschaft geändert und wird zum Ende des Films sogar vom Licht angezogen. Thunder bricht sich bei der Rettung Akimis das Bein, doch er kann danach noch immer laufen, rennen und schwimmen. Ein oberflächlicher westlicher Zuschauer würde wieder meinen, dass das alles Logiklücken sind und würde rumheulen. Doch so ist es nun einmal nicht. Es ist ein gut durchdachtes Story-Element, welches die Regeneration von Superzellen zeigt. Es wird sogar so weit gegangen, dass Gaira gar nicht der neu entstandene Bruder von Thunder im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Klon dessen. Der Film hat eine ungewohnt dichte und spannende Atmosphäre. Was man als Zuschauer aber überhaupt nicht mitbekommt, sind die Schwierigkeiten, die Regisseur Honda am Set mit den Menschenszenen hatte. Toho hatte mit dem amerikanischen Filmstudio UPA Verträge abgeschlossen, in denen Honda explizit als Regisseur verpflichtet wurde und in denen dann amerikanische Schauspieler mitwirken würden. Honda drehte bereits 1965 in Kooperation mit dem UPA die beiden Filme Frankenstein Erschrecken mit dem Affengesicht und Befehl aus dem Dunkel. Mit dem Schauspieler Nick Adams wurden 1965 mit den beiden genannten Titeln zwei der tollsten Kaiju Eiga-Filme gedreht, die es gibt. Ein Grund dafür ist nun mal Schauspieler Adams. Er war von den Effekten der japanischen Filmindustrie fasziniert und hatte sofort eine Sympathie zu Honda und den anderen. Es war eine sehr harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit, was man seiner Arbeit vor der Kamera auch ansieht. In Zweikampf der Giganten konnte Adams leider nicht mitwirken, denn er war bereits anderweitig beschäftigt. Dafür wurde der amerikanische Schauspieler Russ Tamblyn gecastet.
Tamlin war ein berühmter Kinderschauspieler und konnte bereits beachtliche Erfolge aufweisen, wie zum Beispiel in West Side Story. Auch in Zweikampf der Giganten hatte US-Produzent Saperstein seine Hände mit dabei. Er wollte, dass Honda extra Szenen mit Tamlin dreht, die dann für eine amerikanische Version genutzt werden sollten. Mit Tamlin kam jedoch eine derartige Unruhe ans Set, dass selbst der stets gelassene Honda ordentlich nerven lassen musste. Er war übermütig, arrogant und hielt sich nicht an Regieanweisungen. Er machte keinen Hehl daraus, dass er auf dieses Projekt keine Lust hatte. Selbst seine schauspielerische Performance ist sehr mittelmäßig. Tamlin sagte später dazu: Zum Glück für mich verstanden die anderen die Hälfte der Zeit gar nicht, was ich sagte. Also änderte ich einfach meine Zeilen. Mein Text war im Original so schlecht, dass ich sie alle eigenständig veränderte. Seiichi Tani, ein Mitarbeiter Ichiro Hondas, erinnerte sich auch: Sogar Honda schaute genervt. Und außerdem war sein Schauspiel miserabel. Wir fragten uns, warum haben sie diesen Typen rübergebracht? Tamlin war eine echte Nervensäge. Viele Jahre später versuchte Tamlin sein Verhalten zu relativieren. Er sagte: Ich mochte das Arbeiten mit Honda, weil er mir nicht so viele Regieanweisungen gab. Die besten Regisseure, mit denen ich arbeitete, gaben mir sehr wenig Anweisungen. In der deutschen Fassung sticht äußerst positiv die Synchronstimme von Horst Niendorf heraus, die diesen Charakter wirklich sympathisch macht. Ach übrigens, der alte Teddybär hat Ihnen schon wieder das Leben gerettet. Auf den bin ich ganz schön eifersüchtig. Schaut man sich den Film im Original an, kann man durchaus nachvollziehen, was das Team meinte. Die japanische Synchronstimme für Stuart ist Goro Mutsumi. Mutsumi wird in den beiden Mechagodzilla-Filmen der Showa-Ära den Kommandanten der Außerirdischen verkörpern. Darüber hinaus lässt sich aber noch Positives über den japanischen Cast sagen. Kumi Mitsuno verkörpert erneut die Assistentin des Doktors namens Akemi Togawa. Sie ist hier die Stimme für Sanda, die dessen Menschlichkeit verteidigt. Jun Tazaki ist General Hashimoto. Der General tritt hier äußerst rabiat auf, ist aber im Grunde darauf fixiert, das Richtige zu tun. Er kann die Position von Akemi und den anderen durchaus nachempfinden, Sanda am Leben zu lassen. Doch seine Aufgabe ist, die Bevölkerung zu schützen. Und wenn wieder aus Sandas Helden ein anderer Gaira entsteht, steht man vor derselben Debatte. Daher müssen alle beide getötet werden. Kenji Sahara spielt Dr. Mamiya. Eine Rolle, die leider nicht so viel Screentime hat, aber von Sahara wie immer super umgesetzt wurde. Sahara war froh, nach Godzilla und die Urweltraupen wieder für Honda zu arbeiten. Denn er war in den Monaten davor mit den Dreharbeiten zu der Fernsehserie Ultra Q beschäftigt. Zu erwähnen sind noch Yoshibumi Tajima und Hisaya Ito, die zwei engagierte Mitarbeiter der Küstenwache verkörpern, und Ren Yamamoto spielt den verzweifelten Steuermann Kameda. Dank seiner Leistung hat unser Kanal auch sein Outro zum Ende erhalten. Es war Frankenstein. Und nicht zu vergessen Haruo Nakajima als grüner Gaira und Hiroshi Sekita als brauner Sanda. Ihre Leistung als Kaijin ist hervorragend und einzigartig. Wer den Suit Actor von King Kong 1962 und Ghidorahs von 1964 und 65, Shuichi Hirose, sehen möchte, erkennt ihn hier als Bergsteiger. Ja, da drüben. Wir haben gerade noch gesehen, wie er hinter dem Berg verschwunden ist. Der Komponist Akira Ifukube erschuf mit diesem Soundtrack eine seiner eindrucksvollsten Kreationen überhaupt. Das Thema von Gaira ist so unglaublich schwer und dramatisch, was die ernste Tonalität des Films wieder sehr gut unterstreicht. Sandas Thema ist ebenfalls extrem stark, und wenn er mit Gaira in den Wäldern verschwindet, untermalt mit Ifukubes Musik, ist das für mich jedes Mal imponierend. Doch das beste Stück, welches er hier komponierte, ist der Mesa-Marsch. Unglaublich kraftvoll und rhythmisch begleitet er uns bei dem Kampf der Armee gegen Gaira. Der Mesa-Marsch wird noch einmal 1992 in Godzilla vs. Mothra und 1995 in Godzilla vs. Destroyer verwendet.
Ein sehr beeindruckender Ohrwurm. Akira Ifukube war ein wahrhaftiger Meister der Musik. Auch eine Sängerin müssen wir erwähnen, deren Talent viel zu kurz kam. Nein, ich meine nicht Kip Hamilton, die einen kurzen Auftritt hat, sondern Schauspielerin Kumi Mitsuno. Als Dr. Stewart und Akemi sich auf die Suche nach Sanda begeben, begegnen ihnen Wanderer, die das traditionelle japanische Wanderlied Furusato singen. Kurz darauf wird gezeigt, wie Schauspielerin Mitsuno das Lied weitersingt. Ein schönes kleines Liedchen mit einer tollen Melodie. Die Dreharbeiten verliefen sehr schnell und bis auf Templins Gehabe reibungslos. Der finale Drehbuchentwurf kam am 23. April heraus, Hondas Dreharbeiten begannen am 9. Mai und gingen bis 4. Juni. Eiji Tsuburayas Team beendete die Aufnahmen Mitte Juli und Komponist Akira Ifukube nahm den Soundtrack am 22. Juli auf, sodass der Film knapp eine Woche später, am 31. Juli in Japan, seine Uraufführung feiern konnte. 4 Jahre später, 1970, erschien die mit extra 10 gedrehte Version Warsaw Gargantuas zusammen mit Invasion of Astro Monsters in den amerikanischen Kinos und dieses Doppelpack schlug sich sehr erfolgreich. Es gibt aber erhebliche Unterschiede zwischen der amerikanischen und japanischen Fassung. In der US-Fassung sind mehr Szenen mit Templin enthalten und der grandiose Soundtrack von Akira Ifukube wurde zum Teil erneut geändert. Der Mesa-Marsch wurde ersetzt durch das von Philip Green komponierte Stück Terror Hunt und außerdem werden Stücke Ifukubes aus Invasion of Astro Monsters genutzt. Wird wohl daran gelegen haben, dass die beiden gemeinsam veröffentlicht wurden und die UPA auch an Invasion of Astro Monsters mitwirkte. Mit diesem Film endete auch die Zusammenarbeit zwischen der Toho und der UPA. US-Produzent Zapperstein entschied sich, die Namen Sanda und Gaira zu streichen und die beiden einfach nur Green Gargantua und Brown Gargantua zu nennen. Jedoch wurde der Film in Deutschland viel früher als in den USA veröffentlicht und hat trotzdem einige Unterschiede. Hier werden beide einfach nur als der Grüne oder der Braune bezeichnet. Sanda, also der braune Frankenstein, bekam sogar in der deutschen Fassung den Namen Magdai. Das ist Magdai, er hat mich wiedererkannt. Magdai! Magdai! Als der Film am 25. März 1968 gekürzt in den westdeutschen Kinos erschien, bekam er von dem Verleiher Konstantin den passenden Titel Frankenstein Zweikampf der Giganten, was inhaltlich sogar richtig ist und daher stimmt. Eine Seltenheit im damaligen Frankenstein-Filmtitel Chaos. In der deutschen Fassung weiß man manchmal nicht, ob Sanda geschützt werden soll. In der Originalfassung ist es ganz klar, beide Giganten sollen vernichtet werden. Sanda und Gaira kamen noch in Serien wie Go Green Man oder im Film Go Godman und in Comics vor. Der Film wurde von Anolis in der fantastischen Reihe Kaiju Classics veröffentlicht und bietet die deutsche und originale japanische Fassung sowie die US-Fassung dem Zuschauer an. Wieder mal hervorragend umgesetzt. Für viele tolle Filmemacher ist dieses Werk eine inspirierende Erfahrung gewesen. Schauspieler Brad Pitt bekannte öffentlich, dass es sein erster Film war, den er gesehen hatte. Für die Regisseure Quentin Tarantino, Tim Burton und Guillermo del Toro ist dieser Streifen ebenfalls ein Kultklassiker. Und für den Manga-Künstler Hajime Isayama legte dieser Film den Grundstein für die Idee zu seinem weltberühmten Attack on Titan. Auch für den Godzilla 2 King of the Monsters Regisseur Michael Dougherty sind Sanda und Gaira neben Biolante die Kaiju, die er gerne noch im Monsterverse sehen würde. Frankenstein Zweikampf der Giganten ist eine absolute Perle im Kaiju-Genre. Er ist bildgewaltig und fesselnd bis zum Schluss. Für einen Film der 60er Jahre ist er immer noch beeindruckend gemacht und bietet hochwertige Unterhaltung. Die hier gezeigte Dunkelheit und Schwere sind eine ganz große Seltenheit im Kaiju Eiga. Diesen Mix auch noch gekonnt zusammenzubringen, ist schon echte Kunst. Ohne Zweifel ein Meisterwerk der Toho. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.